Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal wieder aus dem Wald. Es ist wieder Pilzzeit und ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit. Diesmal jetzt ein bisschen später. Letztes Jahr war es ja im Sommer mit der Pilzzeit, dass ich euch mitgenommen habe. Und ja, jetzt aktuell sind die Steinpilze ganz stark und Birkenpilze und solche Sachen. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mit und zeige euch so ein bisschen was ich sammle und vielleicht auch, was ich da draus so als Essen mache, weil die schon sehr lecker sind. Ich habe gestern die ersten gefunden und wir hatten jetzt schon 2 Mahlzeiten mit Pilz und es ist einfach genial, einfach super. So, und das ist der erste Kandidat. Das ist ich denke, Birkenpilz. Wie ihr seht, hat er diese dunkelgrauen Schüppchen am Stiel, relativ dünnen Stiel und halt einen schönen hellen Schwamm. Ja, der ist absolut perfekt. So wünscht man sich das. Und das müsste der braune Birkenpilz sein. Die andere essbare Variation habe ich gerade vergessen. Werde ich noch einblenden, den Namen. Aber ja, das ist jedenfalls Pilz Nummer 1 für heute. Wunderschön, schöner Hut und eben diese kleinen Stüppchen am Stiel. So, hier ist der nächste Kandidat. Auch wieder ein Röhrling, aber kein Birkenpilz, wie ihr sehen könnt. Weil wenn ich das hier so daneben halte, dann hat der diesen sehr dunklen Stiel und der hier hat einen sehr hellen Stiel. Mit keinen schwarzen Schüppchen drauf. Und auch einen schönen großen Schwamm. Der ist jetzt gerade noch so essbar, die zwei hier. Aber hier drüben sind auch welche, die würde ich jetzt nicht mehr essen. Hier, die sind schon übergegangen. Die sind schon dunkel und schleimig und weich. Der darf stehen bleiben, der sport sich wieder aus. Aber sehr großes Ding, wenn man das so sieht. Der ist, ja, ungefähr so groß wie meine Hand. Und hier ist noch ein kleiner, den hat irgendeiner angefressen. Der darf auch hier bleiben. Da ist noch ein großer. Dieses Jahr sind die Schnecken einfach ganz übel. Die fressen alles auf. Ob im Garten oder Pilze oder irgendwas, es ist denen egal. Die fressen einfach alles. Und das ist echt ein bisschen nervig zum Teil. Ich meine, die haben hier komplett den Hut aufgelöst. So, eine weitere Pilzart, die es aktuell noch gibt, sind die Hallimasch. Die seht ihr hier, die sind noch ganz klein. Die schmecken auch am besten, wenn die klein sind. Man sieht das überall so glänzen auf den Hüten. Das ist Schneckenschleim. Das heißt, ich nehme jetzt nur den hier mit. Nee, den kriege ich nicht, dann nehme ich den hier. Und den hier. Und wenn die so klein sind, dann schmecken die noch gut. Je größer die werden, desto stärker werden die dann irgendwie und schmecken dann nicht mehr so gut. Aber so in der Größe sind die gut. Man sollte nur halt eben nie alle mitnehmen, dass immer noch welche da sind, die sich aussporen können. Oder falls es noch andere Leute gibt, die sammeln, dass die auch noch was kriegen können und halt dann nicht schon alles weg ist. Also immer mit der Natur teilen. So, hier sind noch ein paar weitere Hallimasch. Auch hier wieder nehme ich nur einzelne mit, dass es immer noch welche gibt, die sich aussporen können. So, die 2. Hier einen. Und hier drüben nehmen wir noch. Der ist angefressen. Der ist weniger angefressen. Nehmen wir den noch. So. Und die sind perfekt für Pilzsuppe. Die haben einen schönen, würzigen, starken Geschmack. Und ja, die machen sich in der Pilzcremesuppe oder sowas sehr gut. Mal schauen, was wir heute Abend machen. Das hier sind jetzt kleine, also sehr kleine Baby-Steinpilze. Und das müssten einfach die richtig echten Steinpilze sein, noch sehr klein. Sie haben einen schönen weißen Fuß, der ist sehr dick und wird dann lang. Und die sind beim Anschneiden auch weiß, also die verfärben sich nicht. Davon habe ich gestern schon welche gesammelt, die waren etwas größer. Die sind auch wunderbar zum Essen.
Man sollte immer darauf achten, wie halt hier auch, dass welche stehen bleiben und dass der Hut noch schön weiß oder maximal gelblich ist, damit das noch ein schön frischer Pilz ist. Die schmecken dann noch am besten. So, hier stehen diese kleinen weißen Knubbels. Die sehen richtig süß aus. Und wenn ihr ganz genau schaut, dann seht ihr, dass da was Rotes zwischen den weißen Schuppen hervorscheint. Und das ist, weil diese kleinen Knubbels hier, da ist noch einer und der sind kleine Fliegenpilze. Kommen ganz viele hier, muss man schauen, wo man hintritt. Und so sehen die Fliegenpilze dann aus, weil hier sind überall Schnecken, wie ich schon gesagt habe. Und die machen jegliche Pilze platt, die sie finden können, selbst die hier. Es ist aber ganz spannend zu sehen, bei den kleinen Fliegenpilzen, die haben diese Knollen unten. Wenn man das da so anschaut, die haben hier unten diese Knollen. Und die sind tatsächlich aus der gleichen Familie wie die Knollenblätterpilze, also giftig. Sollte man sich einfach nur anschauen, weil sie sind ganz süß, aber nicht essen oder anfassen oder so. Also solche Sachen mit so dicken Knollen und weiß, immer vorsichtig sein, weil Knollenblätterpilze sind sehr ungemütlich. Hier ist nochmal ein ganz schönes Modell von einem kleinen Steinpilz. Er ist eigentlich perfekte Größe. Viele Leute sammeln die in der Größe. Und hier sieht man eben sehr schön den hellen Stiel, der sehr schön dick da rauskommt, mit dieser schuppenartigen Struktur und dann der braune Hut. Und ja, wenn der halt größer ist, dann kann man das sehen, dass der einen Schwamm drunter hat. Und das sind die wunderbaren Steinpilze. Die sollten weiß im Anschnitt sein, also die sollten sich nicht verfärben. Es gibt ein paar ungenießbare und auch giftige Steinpilze, die sind blau bzw. rotblau im Anschnitt. Also das heißt, sobald man hier reinschneidet, wird der Hut blau mit rot und da muss man aufpassen. Da sollte man dann nur die nehmen, wenn man ein gutes Buch daneben hat und weiß, unter welchen Bäumen sie stehen und wo sie herkommen, wann sie wachsen und wie groß und solche Sachen. Aber wenn sie weiß im Anschnitt sind, dann kann man sie auf jeden Fall nehmen. Hier drüben ist noch einer. Da sieht man den Hut ein bisschen besser von unten. Und da sieht man eben diese ganz glatte Struktur vom Schwamm. Das ist auch ein Steinpilz. Sehr schönes Beispiel. Ein bisschen krumm gewachsen, weil er sich hier versucht hat, aus den Blättern rauszuarbeiten. Genau. Die wurden tatsächlich von den Schnecken noch nicht gefressen. Das ist sehr schön. Hier ist nochmal ein Birkenpilz, was man wieder schön an dem dunklen Stiel erkennen kann. Mit dem Hut minimal angefressen von Schnecken. Aber den nehmen wir trotzdem noch mit. So, möglichst viel vom Myzel hier lassen. Und da sieht man sehr schön den hellen Hut mit einer Babyschnecke. Die lasse ich noch hier im Wald. Hier ist das perfekte Beispiel, was die Schnecken mit diesen Pilzen machen. Sie essen sie im Ganzen. Das war der Hut. Vor wenigen Tagen war der auch noch drauf. Und ganz, da kam das Pilzchen nämlich erst. Man sieht ganz schön die schöne braune Hutfarbe. Und ja, der Schwamm ist quasi schon aufgefressen. Und das ist der Stiel. Da bleibt nichts übrig, wenn die mal angefangen haben. Tja, ne? Das war ein Pilz, der bleibt in der Natur. Aber der kann sich auch nicht mehr aussporen, da ist ja nichts mehr drin. Da kommt es dann vielleicht wieder aus dem Myzel, wenn man Glück hat. Die zwei wollte ich euch einfach zeigen, weil sie knuffelig aussehen. Die sind nämlich im Hut zusammengewachsen. Das passiert nicht sehr oft. Das sind auch so Birkenpilze oder
brauner Birkenpilz, glaube ich. Ja, jedenfalls voll süß. Die bleiben aber stehen, weil die sind schon so angefressen und ja, sind jetzt zusammengewachsen. Aber voll süß. Und hier drüben im Körbchen haben wir eine kleine, aber feine Ausbeute an Steinis, Birkenpilze und Hallimasch. Ein Problem, was die Pilzmenge ein bisschen reduziert, sage ich jetzt mal, sind die Schweinespuren. Das ist alles ungepflügt hier. Und ja, Schweine fressen ja auch Pilze. Dementsprechend ist hier nicht viel. Hier ist tatsächlich alles aufgewühlt von den Schweinchen. Auch ich stehe hier in Schweinespuren drin. Alles gewühlt und angefressen. Hier sieht man quasi, wo die Rüssel überall reingehen. Also würde mich ja schon mal interessieren zu wissen, welche Pilze oder ob die nur Würmer hier suchen. Aber sie sind jedenfalls sehr stark zugange. Und was halt immer ein Problem ist, ist Müll. Meine Mutter sammelt Müll. Das sind so komische Dinger, die man als Baumschutz an kleine Bäume macht. Und die liegen halt hier überall rum und wachsen ein. Die kriegt man teilweise kaum ganz raus. Da ist noch ein Stück drin. Und das ist halt richtig blöd, weil es ist ja Plastik und dann irgendwann Mikroplastik. Und also jetzt ist es noch Makroplastik. Der Forst könnte seinen Müll auch wegräumen. Ja, es ist halt immer, dass einfach alles liegen gelassen wird. Und das ist etwas frustrierend. Und dann arbeiten die Schweine das halt ganz ordentlich in den Boden ein. Ja. Tja, kann man froh sein, wenn man dann so ein paar Feinheiten hier findet. Hier ist noch so eine Schweinesuhle. Und man sieht hier ganz schön die Spuren von denen. So groß sind die. Da ist es auch. Es ist nach da drüben durchgelaufen. Richtig cool. Das sind ganz schön große Spuren, die hier hinterlassen. Aber die kleinen sind halt jetzt auch schon groß. Da ist auch noch eins reingetreten. Hier ist eine ganze Familie Parasole. Die sind richtig süß hier im Wald. Einer ist schon ziemlich groß und die anderen sind noch richtig süß, klein und noch am Kommen. Da ist ein kleiner. Und hier ist einer halb abgebrochen. Das ist ein bisschen schade, aber der wird wahrscheinlich trotzdem noch wachsen. Sieht man schön die Myzelknolle hier unten. Achtung, es ist tatsächlich kein Riesenschirmpilz, sondern ein Pilz der Gattung Chlorophyllum, also Safranschirmlinge. Und da gibt es leicht giftige bzw. giftige Varianten. Wie man auf dem Bild sehen kann, wird er rot, wenn man ihn anschneidet. Und der Stiel ist weiß oberhalb vom Ring und bräunlich unterhalb vom Ring. Es sind deutliche Merkmale, die anders sind als beim Riesenschirmpilz. Also genau hinschauen. Der hier hat mich auch getrickt. Wir haben ihn nicht gegessen, weil ich davon ausgehe, dass er giftig ist. Er sieht seinem großen Bruder, dem Riesenschirmpilz, nur sehr ähnlich. Also immer Augen auf und sehr vorsichtig sein beim Pilze sammeln. So, zum Abschluss haben wir nochmal ein paar Hallimasch. Und da hole ich jetzt nochmal ein paar. Die sehen auch sehr süß aus hier. Und tatsächlich nicht angefressen. Also perfekt. Noch schön frisch. Da sind die kleinen. Und hier ist mein kleines Körbchen. Da tue ich jetzt hier noch ein paar rein. Wir nehmen auch hier wieder natürlich nicht alle. Gut, wenn die 3 jetzt kommen, dann kommen die mit. Der eine ist angefressen, aber ansonsten sehen sie sehr schön aus. Und dann mache ich von denen noch ein paar. Und dann haben wir wieder ein schönes Abendessen.
unsere Ausbeute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht wieder ein bisschen was gelernt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn ich vielleicht nochmal wieder Pilze finde. Bis bald!